Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Dart und Flutter. Heute mit dem Container, einem weiteren Layout, das ihr in Dart und Flutter verwenden könnt. Und ja, das ist ein Layout, was man durchaus verwenden kann. Es sieht nur ein bisschen älter aus, okay? Aber es ist Grundlage für viele weitere Layouts. Deswegen möchte ich es euch trotzdem nicht vorenthalten. So, wie genau machen wir das? Nun, wir brauchen als allererstes mal natürlich unsere Row, deswegen haben wir die ja sogar. Und wir bauen uns eine zweite Funktion, die auch ein Widget zurückliefert. Und zwar sagen wir hier einfach, wir wollen einen Container bauen. So. Und dieser Container soll bitte Folgendes beinhalten. Und ja, hier sagen wir einfach mal, hey, achso, und ja, man kann in Dart, beziehungsweise ja, in Dart eigentlich hier das Ganze ersetzen. Wenn man direkt einen Return hat, kann man hier einfach den Pfeil setzen, dann kommt man direkt auf dieses Ding. Aber ich bin irgendwie zu alt dafür scheinbar. Ich mache das eigentlich ganz gerne trotzdem so, also dass ich hier quasi eine Funktion aufbaue, die dann ein normales Return-Statement hat. Ich finde das irgendwie lesbarer. Und ja, was wir haben wollen, ist im Endeffekt ein Expanded. Was ist ein Expanded? Nun, ein Expanded ist quasi ein Container, der einfach seine Kinder stretcht. Ja? Der stretcht die einfach so weit, dass sie halt einfach füllend sind. Und wir wollen das Ganze in einen Container reinpacken. Das heißt, wir sagen hier, wir returnen ein Expanded mit einem, mit einem Kind, um genau zu sein. Und zwar der Container selbst. So, okay, jetzt haben wir natürlich einige Fragen. Und zwar, was genau enthält dieses Expanded noch? Und die Antwort ist relativ einfach, nichts. Ihr könnt ein Flex reinpacken. Das würde quasi sagen, hey, wenn es hier mehrere Expandeds gibt, wie groß soll das Ding dann flexen? Also soll es zum Beispiel doppelt so groß sein wie sein linker Nachbar oder auch nicht. Das ist allerdings, wenn, dann Stoff für ein zweites Video, wobei ich das tatsächlich in der Praxis relativ selten bislang gebraucht habe. So. Wenn wir jetzt allerdings den Container bauen, dann wissen wir hier, okay, der Container kann natürlich einiges beinhalten und genau das wollen wir hier mal reinschreiben. Zunächst einmal, was ist eigentlich ein Container? Nun, ein Container enthält natürlich auch wieder mehrere Child-Knoten bzw. mehrere Kind-Assets, ja, das heißt, wir sagen hier drin dann, okay, bitte pack mal hier das Image rein. So, das Image aus dem Network da rein als Kind und hier oben in der Row sagen wir einfach nur, wir wollen eigentlich ganz gerne hier einen Container, Klammer, Klammer und noch einen Container, Klammer, Klammer. So, wir wollen quasi zweimal denselben Container haben. Okay, jetzt ist natürlich die große Frage, was genau kommt noch in den Container rein? Und hier ist natürlich der Punkt, wo sich der Container von dem einfachen Image unterscheidet, denn wir können hier ganz einfach sagen, wie wir das Ganze layouten wollen oder was wir für eine Dekoration haben wollen. Das heißt, wir sagen hier Decoration. Und hier brauchen wir eine zum Beispiel Box Decoration, die dann eben enthält, wie das Ganze dekoriert sein soll. Eine Box Decoration, das möchte ich euch kurz zeigen, seht ihr übrigens auch hier oben, beinhaltet Farbe, beinhaltet Bild zum Beispiel, falls ihr tatsächlich die Box mit einem Bild dekorieren wollt, Border, Border Radius, Box Shadow und so weiter und so fort. Könnt ihr alles hier einstellen. Und ja, wir nehmen jetzt einfach mal eine Mixtur aus allem. Das heißt, wir sagen hier einmal Color, Doppelpunkt. So, wie wollen wir die Color haben? Naja, wir wollen eine Konstante und zwar eine Color mit einer Farbe, wie zum Beispiel, ja, was könnten wir hier nehmen? Irgendein Integer Value 0x und jetzt können wir hier sagen Hexadezimal. Erst der Rot, dann der Grün und dann der Blauwert, also R, G und B. Und was diese Box-Color noch zusätzlich kann, ist ein Alpha-Wert, das ist der letzte Wert, das heißt quasi die Durchsichtigkeit. Okay, also wie wollen wir das werten? Nun sagen wir doch einfach mal, wir wollen als Farbe ein bisschen rot, so 8,5 oder sowas. Dann grün voll und blau wollen wir auch voll und ja, Durchsichtigkeit lassen wir komplett raus. Okay. Ja, wobei, das könnte ein bisschen hell sein vielleicht, nicht, dass wir den Unterschied nicht sehen. Lasst uns lieber hier mal 0000 nehmen. Das ist quasi fast schwarz. Das sehen wir hier drüben direkt. Wir können hier eigentlich auch eine Farbe auswählen. Nehmen wir hier mal so ein Lachsfarben oder was auch immer das sein soll. Genau, nehmen wir das. So, okay. Als nächstes wollen wir beziehungsweise eine Border reinpacken, eine Kante. Und diese Kante, ja, die ist ein bisschen aus der Mode gekommen, das gebe ich absolut zu. Machen wir jetzt trotzdem mal hier Border.all. Und das bedeutet im Endeffekt, wo ist denn überall diese Kante? Nun
Sie ist überall. Standardmäßig hat sie die Farbe Rot. Rot, ist das richtig? Das ist eine knallrote Kante und mit einer Breite von 1,0. Ihr könnt die natürlich ändern, ja. Das ist quasi wie CSS. Ihr könnt euch auch gerne meine CSS-Reihe dazu angucken. Da erkläre ich das noch ein bisschen genauer. Was wir allerdings ändern sollten, wäre die Farbe. Die sollte definitiv nicht rot sein. Wir nehmen hier jetzt einfach mal colors.black. Colors.black. Mag es offensichtlich gerade nicht. Dann nehmen wir hier offensichtlich eine Const Color und sagen hier 0x00000000. So. Okay, machen wir weiter. Und geben dem Ding noch eine Breite von 5 Pixeln zum Beispiel. Dann haben wir hier auch ungefähr ein bisschen was zu sehen. So. Modernste abgerundete Kanten gehen selbstverständlich auch, indem ihr hier einen Border-Radius angebt. Das ist wie gesagt relativ ähnlich zu CSS, aber man muss es eben trotzdem angeben. Punkt Circular zum Beispiel. Und wir sagen jetzt hier einfach mal 42, wobei das vielleicht ein bisschen viel ist. Sagen wir 4,2, das dürft ihr euch dann denken. Das ist quasi die abgerundete Kante hier. Okay, und das Kind an sich, das ist dann unser eigentlicher Inhalt, den wir hier haben. Ihr könnt ja auch tatsächlich noch solche Sachen eingeben wie ein Margin. Sowas wie ein Margin mit, nehmen wir einfach mal den Standard Const Edge Insets.all und zwar 4, also 4 Wert sozusagen, also wie weit das quasi ist. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal ganz kurz an, wie das eigentlich aussieht. So, und was genau sehen wir hier? Nun, unsere Container haben an sich, die Kante hier sieht man nicht richtig, ne? So, ich habe das jetzt mal ein kleines bisschen heller gestellt. Irgendwas stimmt mit meiner IDE, glaube ich, auch gerade nicht. Hier ist eigentlich schwarz ausgewählt und das ist trotzdem so ein komisches rötliches Teil. Das hat nicht so richtig funktioniert, aber egal. Wie gesagt, Bugs gibt es immer. Okay, also wir haben hier offensichtlich die Border. Die ist insgesamt 5 Punkt breit. Und sie hat abgerundete Kanten. Die kann man auch durchaus noch stärker haben, wenn man das möchte. Dann haben wir außenrum eben den Margin, das ist der Rand sozusagen zwischen den einzelnen Elementen. Hier sehen wir, okay, wir haben da 2 mal 4 Punkt zwischendran Abstand und zur Seite haben wir auch 4 Punkt Abstand. Nach oben haben wir 4 Punkt Abstand und nach unten hätten wir auch 4 Punkt Abstand. So, in der Row sind selbstverständlich 2 Container drin, deswegen haben wir hier eben genau diese 2. Ihr könnt ja aber natürlich auch mit Columns oder sowas arbeiten, ganz wie ihr wollt. Und was ich jetzt allerdings auch machen wollte, ist euch zu zeigen, dass es nicht nur den Rand gibt, sondern es gibt eben auch diesen Bereich innen drin. Also es gibt quasi den Margin, der ist außen, dann gibt es hier diese Kante, die Border und dann gibt es etwas, das nennt sich Padding. Padding innen drin, das ist quasi der Abstand von der Border zum Content. Und der Padding, den kann man auch flexibel einstellen, wenn man das möchte, wenn man quasi hier Content hat, der vielleicht da reinpasst, aber in unserem Fall wird alles automatisch eingestellt hier und innen drin landet dann eben der Content. Dann kommt eben der zweite Content und so weiter und so fort. Also im Endeffekt eine relativ einfache Gestaltung von allem. Jetzt sieht das natürlich nicht so hübsch aus, das ist absolut klar, aber eben auf diesem Layout, auf diesem Margin, Border, Padding, Content, ja, da basiert sehr, sehr viel drauf. Und deswegen wollte ich euch das mal zeigen, weil dieses Konzept ist wirklich nicht unwichtig. Und teilweise macht es auch Sinn, hier das Ganze so innen reinzupacken. Wir schauen uns aber nächstes Mal noch natürlich andere Layouts an und wechseln dann auch irgendwann über zu den Material Layouts, die ich euch eigentlich am wärmsten empfehlen würde, weil die einfach ja am angenehmsten sind und gleich vom Design her so herkommen, dass sie auch was hermachen. Okay, dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.